Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es wurde mal in den Kommentaren gefragt, wie ich denn meine Platten reinige oder Aufkleber abmache. Da habe ich jetzt mal so 4 Teile rausgesucht, wo ich mal zeige, wie man das so ein bisschen reinigen kann, worauf man ein bisschen achtet und ob das auch am Ende zum Erfolg führt. Und zwar mache ich das Reinigen mit diesem hier. Ich bekomme da kein Geld für, also nur so nebenbei. Ihr könnt jegliches Micellenwasser nehmen. Ja, es ist hier für trockene und sensible Haut. Das ist der Platte ziemlich egal, aber vielleicht, wenn es nicht ganz so angreifend ist, umso besser. Also demnach, ja, das hier auf jeden Fall das, was ich benutze. Und dann gucken wir uns einmal an zum Sticker entfernen. So Reste-Sticker, wo halt noch was draufklebt, habe ich hier Standard Feuerzeugbenzin. Das geht auch mal ganz gut, weil es dann wieder restlos verdampft, verdunstet, wie auch immer man das nennen möchte. Ich zeige euch mal die Problemfälle, die ich hier habe. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen einfangen. Hier sieht man es ganz gut. Da ist eine Art Kaffeebecher drauf abgestellt worden, denke ich mal. Da ist so ein Kaffeerandrest. Ansonsten sieht die eigentlich ganz gut aus. Das ist ein mattes Cover, deswegen da ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man schon so Abschürfung wie hier oben hat. Das Teil versuche ich gleich mal abzubekommen. Gucken wir uns an. Dann haben wir hier einmal Stickerreste von der Bon Jovi, das entfernen wir mit Feuerzeugbenzin. Und dann habe ich hier noch 2 Kandidaten, wo so ein paar Schmoddersachen drauf sind. Schwarze Flecken, hier so ein bisschen, ich hoffe, man kann das sehen. Da seht ihr, so ein bisschen, da klebt was drauf, man spürt es richtig. Da ist so ein bisschen Schmodder dran. Das versuchen wir abzukriegen. Hier nochmal eine Depeche Mode. Eine weiße, da sieht man es mal besonders gut. Da ist hier oben was Schwarzes dran, da gucken wir mal. Hinten geht die eigentlich. Man kann mal probieren, ob man so ein bisschen schwarze Ränder wegbekommt. Das ist eher schwierig meist, aber wir können mal gucken. Aber so eine Flecken gehen meistens mit Micellenwasser ganz gut. Deswegen gucken wir mal. Ich habe hier eine weiche Unterlage und ich würde sagen, wir starten mal mit der Love Gun, die nicht beschichtet ist mit so einer glänzenden Folie. Und versuchen hier den Kaffeerand abzukriegen. Nochmal zur Info, da bei Ace und Paul ist ein Kaffeerand. So, ich nehme jetzt ein weiches, sehr, sehr weiches Mikrofasertuch, in dem ich dann so ein bisschen das Ganze falte. Das wird so ein bisschen gefaltet hier. Dann nehme ich das Micellenwasser. Nehme erstmal das Cover weg, damit da nichts drauf spritzt und mache da so ein bisschen so eine kleine Kante nass. Ich denke, ihr könnt das gut sehen. So, dann tupfe ich das nochmal so ein bisschen ins Tuch, damit das nicht total feucht ist. Und dann gehen wir hier mal über den Fleck rüber. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen. Viel sehen werdet ihr jetzt nicht können, weil das halt gerade nicht gut zu sehen ist. Und dann gehen wir hier mal da in dem Bereich, wo dieser Kaffeeschmodderfleck war. Jetzt seht ihr, wird das ein bisschen schaumig. Das ist normal, das ist, wenn man mit dem Micellenwasser sehr, sehr doll aufdrückt. Hier unten ist auch noch so ein bisschen Schmodderkram. Da gehe ich auch noch mal drüber, muss ich selber jetzt nämlich gucken, wo es ist. Da kann man auch noch mal so ein bisschen rüber gehen. Da ging auch schon gerade ein Fleck weg, habe ich gut gesehen. Also da noch mal so ein bisschen rüber streichen. Hier in der Mitte, da seht ihr auch, glaube ich, zwischen den Beinen von Peter ist so ein brauner Fleck. Ich guck mal. Das ist minimal weniger, aber der scheint mehr im Cover zu sein. So, jetzt machen wir nochmal so einen kleinen, leichten, groben Strich über das gesamte Cover. Und dann nur mal so zur Info. Das hier kann Dreck sein, es kann manchmal aber auch ein bisschen Farbe vom Cover sein, minimal. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man es zu oft macht, kann es auch mal schief gehen. Also man muss wirklich mit Bedacht rangehen. So, jetzt nehme ich eine trockene Seite, gehe hier nochmal so ein bisschen rüber, mache das Ganze wieder schön trocken. Und dann schauen wir mal, was aus dem Kaffeefleck geworden ist. Ihr erinnert euch eben an den Kaffeefleck bei Paul und Ace und wie ihr seht, ist er weg. Da ist jetzt noch ein kleiner Rand, naja, das ist eine Ratschspur, das werde ich nicht wegkriegen, aber ihr seht schon, da ist noch ein kleiner Rückstand, dann gehen wir nochmal rüber. Von dem Micellenwasser, obwohl habe ich jetzt auch nicht wegbekommen, nee, ist auch ein Ratscher, alles gut. Aber ihr seht, der Kaffeefleck ist komplett weg. Der schwarze Fleck zwischen Peters Beinen ist auch ein bisschen weniger geworden. Der ist aber mehr im Cover drin. Und dieser Schmodderkram, den ich hier unten hatte, ist auch weg. Jetzt seht ihr hier noch einen Fleck unter der Dame, die
mit dem Rücken zu uns ist. Ich gehe da nochmal rüber, dann können wir gleich nochmal gucken. So, schauen wir nochmal und auch da sieht man, dass der weg ist. Also man bekommt das ganz gut ab. Hinten sieht sie ganz okay aus. Ich versuche mal diesen Fleck hier zu entfernen. Ich weiß nicht, ob der im Cover ist oder nicht. Ne, der ist mehr im Cover. Ich probiere hier nochmal so ein paar Spuren. Aber auch die scheinen im Bild zu sein. Oder halt so fest drin, dass es nicht rausgeht. Aber ihr seht schon, es ist was machbar, besonders der Kaffeerand ist weg, was das Ganze schon mal wieder ein bisschen aufwertet. Das war jetzt schon mal die Platte mit Micellenwasser. Ich würde sagen, wir machen mit Micellenwasser weiter. Nehmen hier einmal Depeche Mode. Wichtig ist immer, nehmt die Platten raus, damit ihr keine Ringwear reindrückt. Das ist nämlich dann besonders ärgerlich, wenn man das mit Platte drin macht und dann drauf drückt und man hat nachher irgendwie einen Ringabdruck, weil man zu doll auf der Platte drauf gedrückt hat. So, ich habe wieder eine neue Ecke angefeuchtet, weil das andere war ein bisschen schwarz. Da will ich jetzt ja nicht über das weiße Cover gehen. Da seht ihr den Kandidaten. Ich denke, es ist gut zu erkennen. Und tada, Micellenwasser, das Wundermittel, und auch hier ein bisschen rübergehen. Das ist jetzt hier ein beschichtetes Cover. Das geht natürlich herzallerliebst ab. Da braucht man nicht viel machen. Hier kann ich jetzt noch mal grob ein bisschen überall rüber putzen. Dann sieht das Ganze nämlich auch wieder gut aus. Und wichtig ist immer danach noch mal rüberschmieren. Nicht über so eine Nummern da unten gehen, die reingeprintet sind. Das könnte sein, dass die Nummer dann vielleicht verschwindet. Hier ist auch noch ein schwarzer Fleck. Den hatte ich ja auch gezeigt. Auch der restlos verschwunden. Hier unten noch mal rübergehen. Das geht leider nicht ab. Passt auf bei Sachen, wo Pappe offen ist, Seamsplits oder irgendwas. Da sollte man nicht zu feucht rübergehen, weil das kann dann in die Pappe reinziehen und manchmal unschöne Spuren hinterlassen. Aber wenn es ein klares, cleares Cover ist, schön rübergehen, danach nochmal trocken nachwischen und dann seht ihr, sind diese schwarzen kleinen Punkte weg. Depeche Mode ist gereinigt. So, gucken wir uns das Ganze nochmal mit diesem Hit-Cover hier an. Auch da die Platte rausnehmen und dann haben wir da oben zwei Schmodderflecken. Da nehme ich jetzt wieder die etwas dreckigere Ecke, die ich schon hatte, weil das irgendwie schwarzer Dreck da ist. Da seht ihr es, da und da sind Flecken. Das sind so Sachen, die man immer mal hat bei Platten. Und auch da seht ihr, ein bisschen länger rüberrubbeln und tada, weg ist es. Den Schaum wieder entfernen und sauber. Jetzt gucken wir mal, weil hier unten, ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Hier überall ist so ein Film drauf. Ich versuche das mal einzufangen. Da oben bei den beiden Cowboys hier, wie heißen die nochmal? John Wayne und Big Leggy? Ach, Hazy Fantasy waren das, genau. Da sind Flecken dran. Da seht ihr es immer mit dem Spiegel. Da, das meine ich, diese Flecken. Gucken wir uns gleich nochmal an. Hier unten ist Schmodder. Man sieht es gut in dem Spiegel. Ich gehe jetzt mal über diesen ganzen Bereich. Hier überall sieht man kleine Flecken. Den reinige ich jetzt und dann schauen wir, wie das gleich schön aussieht. Ich mache mir mal eine frische neue Ecke. Wieder ein bisschen Micellenwasser drauf. Ihr braucht gar nicht viel nehmen. Es reicht so ein bisschen. Macht das ein bisschen ins Tuch, dass das angefeuchtet ist. Und dann geht die wilde Fahrt los mit der Wäsche. Einmal hier schön rüberkreisen. Und das Ganze abrubbeln. Hier oben, oh, oh shit, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Da in dem Hitz war richtig Schmotter beim Haarstrich beim ersten. Man sieht ihn immer noch ein bisschen. Aber der geht nicht komplett ab, leider. Aber trotzdem lässt sich das verdammt gut reinigen. Da ist echt eine Menge Kram drauf. Wir gucken uns das gleich an. Ich habe halt immer ein Tuch drunter, damit ich nicht irgendwas kaputt rubbel. So, und jetzt schauen wir einmal. Und ich glaube, man sieht es jetzt schon. Es glänzt. Es sind keine von diesen, doch da ist am Kopf noch ein bisschen was. Da gehe ich noch mal kurz hinterher. Ruhig ein bisschen auch mit dem Finger draufdrücken, dass man ein bisschen Druck drauf ausübt. Ist ja nichts drin in dem Cover und da seht ihr es, es ist fast weg. Da ist jetzt noch ein kleiner Kopffleck. Ansonsten diese ganzen trockenen Schmodderspuren, die man da eben hatte, sind alle weg. Das ist wirklich gut. Hier sehe ich jetzt gerade noch was, aber das ist ein Kratzer.
Ja, nee, das sieht wirklich alles gut aus. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch noch von hinten machen. Da einmal rüber gehen, wenn da noch was Schlimmes ist. Hinten sieht es gar nicht so wild aus. Hier hat man so ein bisschen Flecken. Aber vorne sieht es wirklich gut aus. Nicht wundern, manchmal klebt das Ganze danach so ein bisschen. Lasst das erstmal so ein bisschen abtrocknen und stellt es hin zum Entlüften. Und dann packt es in eine Kunststoffhülle rein oder irgendwas, damit es vielleicht nicht an anderen Covern klebt. Das ist bei dem Micellenwasser so ein bisschen, ja, ihr könnt es natürlich auch mit Wasser probieren oder wie auch immer, das wegzukriegen. Ich persönlich habe mit Micellenwasser die besten Erfahrungen gemacht. Und auch andere Leute, die man so im Internet sieht, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Demnach immer ein bisschen testen, abtrocknen lassen, in eine Plastikhülle packen, nicht so gegen eine andere Platte stellen. Und dann hält das Ganze verdammt gut eigentlich und trocknet irgendwann auch wieder ab und ist dann wieder ganz normal. So, kommen wir zu guter Letzt zu dem Sticker-Restanten hier. Da nehme ich jetzt Küchenpapier und kein Tuch, weil das halt doch ein bisschen stinkt und man das hier wegschmeißen kann. Ihr könnt natürlich euch auch ein Tuch damit machen, wenn ihr wollt. Ein Mikrofasertuch, wenn ihr sanfter reinigen wollt. Ich nehme jetzt in dem Falle das hier, knüll das auch mehrfach, damit es nicht durchsipscht und mache da jetzt so einen kleinen Schuss Feuerzeugbenzin drauf. Das zieht immer ganz, ganz schnell ein. Man sieht es kaum. Und dann machen wir so ein bisschen mal Putzi Putzi. Da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Es stinkt. Wer das nicht mag, macht das an der frischen Luft. Und dann seht ihr hier, lecker, lecker, da ist der Aufkleber und zack, da seht ihr jetzt einen Schmierfleck auf dem Cover. Da gehe ich jetzt noch mal so ein bisschen so rüber mit der trockenen Seite. Es sieht jetzt immer noch ein bisschen angegriffen aus. Jetzt nehme ich wieder erstmal lasse ich es abdampfen ein bisschen, dass das wieder ein bisschen verdunstet, weil, wie gesagt, Feuerzeugbenzin verdunstet. Da muss man jetzt ein bisschen warten und wenn das dann richtig abgetrocknet ist, nehme ich jetzt wieder ein bisschen mein Micellenwasser. Nehme jetzt hier eine frische Ecke, mache wieder einen kleinen Tropfen drauf, tupfe das wieder ein bisschen ins Tuch und gehe hier einmal vorsichtig rüber. Ihr seht schon, es schäumt wieder wundervoll. Und dann haben wir diese Ecke noch nicht gereinigt. Oh, fast. Oh, ich denke mal, man kann es gut sehen. Es ist jetzt nur noch eine minimale Spur drauf. Das gleich nochmal nachputzen, aber der Sticker ist komplett abgelöst und was ich euch die ganze Zeit gepredigt habe, drückt nicht mit einer Platte drin drauf, ich habe sie vergessen rauszunehmen, dann bekommt man schnell ein bisschen Ringwear. Das war jetzt gerade in Eifer des Gefechts, ist jetzt bei der Bon Jovi Platte nicht so wild, das ist kein teures Stück, aber nehmt auf jeden Fall die Platte raus und drückt nicht so drauf rum. Aber ihr seht schon, Aufkleber rückstandslos entfernt und dann mit Micellenwasser hinterher geputzt, dann sind auch die Spuren ab. Jetzt kann man mit Micellenwasser im Prinzip das ganze Cover nochmal überputzen. Das ist aber ein recht schönes Cover, tut jetzt nicht Not. Jetzt nehme ich nochmal die Platte raus, um jetzt wirklich die letzte Spur hier noch zu entfernen, damit ich mir das nicht auch nochmal vornehmen muss. Dann bin ich nämlich auch fertig hier mit dem Spaß. Habe dann nämlich schön mal wieder was gereinigt und jetzt seht ihr, sind die letzten Spuren auch beseitigt und das Ganze sieht wieder traumhaft aus. Jo, das war mein Video zu den Reinigungssachen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich auch noch gerne mache, und zwar habe ich das Love Gun Cover ja gereinigt und das hier ist so ein kleines Booklet. Man kann es öffnen, ihr seht es schon, das ist defekt. Da bin ich jetzt immer so, meine Frau hat Papierbastelkleber, da ziehe ich jetzt einmal eine kleine Line hier oben lang mit so einem Papierkleber, nicht ganz an der Kante, sondern auch da, wo der Kleber ist, ganz, ganz dünn. Dann hole ich mir ein dickes Buch, lege das drauf und klebe das wieder zusammen. Nicht zu viel Kleber nehmen, weil wenn das hier rüber sipscht und da rein und das zusammenklebt, habt ihr ein Problem. Immer schön wenig, ganz, ganz dünn. Buch drauflegen, zusammendrücken, dass es schön platt drauf drückt und dann könnt ihr das Ganze auch wieder vernünftig nutzen, ohne dass man diese Booklet-Variante hier hat, wie es hier der Fall ist. Mehr gibt es zum
reinigen und wieder instand setzen eigentlich nicht zu sagen. Geht vorsichtig ran. Bei rauen Covern, die wirklich sehr rau pappig sind, macht es nicht. Das ist wirklich, da könnt ihr die ganze Pappe auflösen und abmachen. Das hier ist minimal beschichtet. Das geht. Die ganz glatten, beschichteten, glänzenden gehen wunderbar. Da geht eigentlich meistens nichts ab, es sei denn, ihr geht an die Stellen ran, die schon angegriffen sind. Das heißt, so wie hier unten. Wenn ihr da jetzt zu hart rübergehen würdet, würdet ihr anfangen, auch dann dieses anzulösen, weil die Feuchtigkeit in die Pappe darunter geht. Und das ist dann nicht gut. Also vorsichtig, wo ihr putzt. Im groben Bereich kann man das wunderbar machen. Da passiert nichts. Das könnt ihr reinigen, aber halt nicht an die defekten Stellen gehen, wo die Pappe rausguckt. Da kann es dann übel enden. Also habe ich auch schon mal gehabt, bin auch mal was rangegangen, wollte es reinigen. Und dann hat man dann so ein bisschen so einen kleinen, ja, wie ein Wasserfleck, der dann auch nicht so richtig wieder weggeht. Also da muss man vorsichtig sein, reinigt wirklich mit Bedacht, guckt, ob das Cover das gut ab kann. Wenn ihr merkt, oh, ich rubbel hier zu viel Farbe ab, dann lasst es bleiben. Aber halt groben Schmutz, wie ich eben gezeigt habe, von glatten Covern, geht wunderbar. Und hier von diesen amerikanischen Versionen, die so leicht beschichtet sind, geht das eigentlich auch absolut genial. Und dieser Kaffeefleck ist weg und es sieht einfach wieder besser aus und ist, ja, selbst wenn man jetzt so eine Sachen hat, irgendwie wieder verkaufen will, mal rüber reinigen, da kannst du gleich 3-4 Euro mehr verlangen, als wenn das Ding völlig verschmoddert ist. Es kostet Zeit, man muss dazu Bock haben, aber es wertet die Platten ungemein wieder auf. So, jetzt bin ich raus. Lasst gern einen Daumen da, ein Abo und einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Ob ihr noch andere Tipps habt oder wie ihr das macht, würde mich auch interessieren. Ich bin natürlich auch noch lernfähig. Ich bin kein Profi. So ist es, wie ich es mir angeeignet habe, durch Tutorials, die ich mir angeguckt habe. Und ich bin damit zufrieden. Also, keep on rockin'. Tschüss.